nicht so lange her, da kannten wir Wölfe höchstens aus dem Märchen. Meist waren das unsympathische Gesellen, niederträchtig, hinterhältig und vor allem gefräßig. Was Schäfer aus Deutschland erzählen können, das sind alles andere als Märchen. Die Tiere, die sich nicht nur bei Vollmond auch mit Heultönen verständigen, bedrohen Schafe und Ziegen auf ihren Weiden. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 4000 verletzt oder getötet. Seit knapp 25 Jahren gibt es hierzulande wieder Wölfe, nachdem sie lange Zeit ausgerottet waren. Was Tierschützer freut, ärgert viele Viehzüchter. Dana Zelk war mittendrin in Kobrow in Mecklenburg-Vorpommern auf den Spuren des Wolfes. Als Jannik Rötlein vor ein paar Tagen morgens zu ihren Schafen kommt, erwartet sie eine böse Überraschung. Ein Wolf hat ihren Bock getötet, fast vollständig aufgefressen. Erst vor einem Jahr hatte die Sozialpädagogin ihn gekauft, um ihn für ihre therapeutische Arbeit mit psychisch kranken Menschen einzusetzen. Und als er nicht vor dem Stall stand, dann haben wir schon geahnt, was los ist, weil es ja hier gerade rumgeht mit den Rissen. Und sind rausgegangen und den Krähen nachgegangen, die auf dem Ende der Koppel standen. Die Folge: Schafe im Stall, leere Weiden im Spätsommer. Dabei hatte die Schafhalterin vorgesorgt, ihre Weidetiere durch einen Stromzaun mit mehreren Drähten, sogenannten Litzen, geschützt. Wir haben privat 4 Hunde, die täglich Weidepatrouille laufen, damit sie markieren außenrum. Wir haben 6 Stromlitzen, auf denen ordentlich Saft drauf ist. Das wurde mir ja gerade gesagt, dass wir sogar 4-mal mehr haben, als nötig ist. Es hilft alles nichts, die Höhe passt auch. Bleibt nur einsperren im Moment. Statt Weidegrün bekommen die eingesperrten Schafe jetzt zugekauftes Futter vom Nachbarbauern. Immer öfter werden hier im Osten Mecklenburgs Wölfe in Ortschaften gesehen, auch tagsüber. Der Wolf ist europaweit streng geschützt, darf nicht bejagt werden. Hier in Mecklenburg-Vorpommern leben inzwischen mindestens 18 Rudel. Laut Landesumweltministerium ist die Population damit nicht mehr vom Aussterben bedroht. Auch der Nachbarort Goritz hatte kürzlich Besuch von einem Wolf. Auf der Weide eines Biobauern reißt er morgens um 8:30 Uhr ein trächtiges Schaf. Direkt vor den Augen der Dorfbewohner, ohne jede Scheu, so der Landwirt. Und wenn man mal so die Nähenentfernung sieht, hier zum Beispiel der Nachbar, das sind so 20 bis 50 Meter bis zum ersten Haus. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, hier durch den Wald durch, in ca. 200 Meter Entfernung ist unser Haus. Also wie man merkt, das ist alles ziemlich nah dran. Auch hier müssen die Schafe jetzt im Stall bleiben. Berufsschäfer André Brandt hat schon 21 Schafe an Wölfe verloren, allein in diesem Jahr. Die offizielle Zahl von landesweit 159 toten Tieren durch Wölfe im ersten Halbjahr zweifelt er an. Ganz viele Kleine, die melden gar nicht, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Die haben keinen Bock auf irgendwelche Menschen, die da denn hinkommen und so. Also es wird ganz, ganz wenig gemeldet. Alleine schon, weil es ja auch nicht gut bezahlt kriegst. Wie bei seinem letzten Riss zahlt das Land Schadensersatz. Das sei aber nur ein Teil des eigentlichen Werts, so der Schäfer. Immer öfter werden Wölfe mit Nachtsichtkameras aufgenommen in unmittelbarer Nähe von Häusern. In Kobrow ist der Wolf auch am Tag aktiv, nicht nur auf dem Feld. Kürzlich sehen 2 Erwachsene und 2 Mädchen einen Wolf mitten im Dorf. Diesen Standort haben mir die Kinder am vergangenen Freitag gezeigt, wo sie am Abend mit den Rollerblades, beim Rollerbladefahren, den Wolf gesehen haben. Er lag hier im Gebüsch, im Dickicht drinne. Ja, und daraufhin haben die Kinder natürlich das Weite gesucht und sind sofort zu uns nach Hause in den Garten gekommen und haben uns ganz aufgeregt berichtet und erzählt. Und wir haben es ja nicht geglaubt. Ich bekomme, wenn ich an diesen Moment und an diese Situation denke, eine massive Gänsehaut. Sie hätten nichts gegen den Wolf, sagen sie hier, doch es mache ihnen Angst, dass er seine Scheu vor dem Menschen verliere.